In diesem Video zeige ich dir, wie du das Granny Stripe Muster häkelst. Das ist eine angepasste Version. Normalerweise werden 3 Stäbchen je Cluster gearbeitet. In diesem Video, beziehungsweise in dieser Version, allerdings nur 2 Stäbchen. Dadurch weicht dieses Granny Stripe Muster etwas vom ursprünglichen Muster ab. Um mit dem Granny Stripe Muster zu starten, musst du erstmal eine Luftmaschenkette teilbar durch 3 häkeln. In meinem Fall arbeite ich jetzt einmal 21 Luftmaschen. So, nun habe ich 21 Luftmaschen gearbeitet und jetzt benötigen wir noch 4 Wendeluftmaschen. Jetzt starten wir mit einer Reihe normalen Stäbchen und dafür startest du in der 5. Luftmasche von der Nadel. 1, 2, 3, 4, 5. Einmal umschlagen und ein Stäbchen arbeiten. Und das jetzt in jede Masche oder jede Luftmasche der Reihe. So, das letzte Stäbchen in die letzte Masche. Jetzt haben wir eine Reihe Stäbchen als Basis gearbeitet. Und jetzt zum Wenden arbeiten wir 3 Wendeluftmaschen. In der Reihe davor haben wir 4 gearbeitet. Das war eine Besonderheit von der Stäbchenreihe, um die richtige Anzahl an Maschen zu erhalten. Die teilweise ist durch 3. Aber jetzt für jede nachfolgende Reihe arbeitest du noch 3 Wendeluftmaschen. Jetzt kannst du wenden. So, und jetzt arbeiten wir gleich in diese Lücken. Das heißt, wir überspringen 2 dieser Stäbchen, 1, 2, und arbeiten ein Stäbchen, bzw. 2 Stäbchen hintereinander dazwischen. So. Und so machen wir jetzt immer weiter. Das heißt, du überspringst wieder 2 Stäbchen und arbeitest 2 Stäbchen zwischen die 2 Stäbchen der Vorreihe. Und das ist auch wieder der Unterschied, den ich am Anfang genannt habe. Bei den normalen Granny Squares, die man so kennt, arbeitet man immer 3 Stäbchen in eine Lücke. In dieser Version arbeitet man aber nur 2 Stäbchen und da kriegt man so eine Art V. So, wieder 2 Stäbchen, nachdem 2 Stäbchen der Vorreihe übersprungen wurden. Und das machst du jetzt bis zum Ende der Reihe.
Jetzt sind wir ungefähr am Ende der Reihe angekommen. Jetzt hast du noch 3 Stäbchen plus die Wendeluftmaschen übrig. Und du arbeitest nochmal 2 Stäbchen, nachdem du 2 Stäbchen übersprungen hast. Nun hast du noch ein Stäbchen und die Wendeluftmasche übrig. Und nun arbeitest du ein Stäbchen in die oberste der Wendeluftmaschen. Das heißt, in dem Fall war es die 4. 1, 2, 3, 4. Und da arbeitest du ein Stäbchen rein. Und so geht das jetzt eigentlich immer weiter. Jetzt noch eine Besonderheit für die nächste Reihe, wenn du die startest. In der Vorreihe hier haben wir ja nur 3 Wendeluftmaschen gehäkelt und dann direkt 2 Stäbchen beziehungsweise die 2 Stäbchen übersprungen und hier 2 Stäbchen reingearbeitet. Jetzt für die nachfolgende Reihe arbeitest du 3 Wendeluftmaschen wie gewohnt und arbeitest dein erstes Stäbchen direkt in die darunterliegende erste Masche. Und startest die Reihe so. Das heißt, du arbeitest es immer abwechselnd. Eine Reihe startest du immer mit einem Stäbchen und dann deinem Cluster. Die nächste Reihe startest du mit 3 Wendeluftmaschen und einem Stäbchen direkt in die darunterliegende Masche. Und jetzt wieder wie gewohnt überspringst du diese 2 Stäbchen der Vorreihe und arbeitest immer dazwischen. Jetzt sind wir am Ende der nächsten Reihe angekommen und da wir hier am Anfang ja 3 Wendeluftmaschen plus das Stäbchen direkt darunter gearbeitet haben, müssen wir das am Ende der Reihe auch machen, um ein ähnliches Muster zu erhalten. Das heißt, du arbeitest jetzt 2 Stäbchen in die 3. Wendeluftmasche. 1, 2, 3. So, und nun haben wir 2 Granny Stripe Reihen beispielhaft gearbeitet und jetzt führst du das Ganze fortlaufend fort. Das heißt, du arbeitest immer einmal die Reihe, dann die Reihe und so weiter und so fort. Und das Einzige, was sich ändert, ist eigentlich der Anfang und das Ende der Reihe. Ich arbeite das jetzt noch ein Stück weiter und dann zeige ich dir am Ende, wie das Ganze fertig gearbeitet aussieht. So, ich habe jetzt ein paar Reihen gearbeitet. Insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Reihen. 10 Reihen Granny Stripes und eine Reihe Stäbchen. Und so sieht das Ganze dann aus.